Scheibenwasser beim Auto. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Freunde. Ja, ihr habt es gesehen. Ich zeige euch heute die besten Cool Water Flanker. Gleich vorweg den ganz neuen. Ich glaube, das Parfüm, ich komme da nicht mehr mit. Das Parfüm, ist das Parfüm, habe ich nicht am Start. Ich bin der Meinung, dass ein neuer gekommen. Aber alle anderen soweit werde ich euch vorstellen, sind nämlich 7 Flanker. Ich werde euch auch ganz kurz natürlich das Original vorstellen, das gehört ja dazu. Aber bevor ich das mache, bitte abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, bleibt einfach hier, es würde mich natürlich freuen. Und schaut in meinen Merchandise-Shop, extra für euch am Start jetzt. Es gibt so einiges für Kinder, für Frauen, für Männer, Regenschirm, Taschen etc. pp. Schaut mal rein. Das würde mich natürlich freuen und ist bis jetzt sehr gut angekommen. So, und dann werde ich euch jetzt die Flanker von Cool Water mal vorstellen. Yes, Cool Water, da haben wir es. Das ist das Original Cool Water, wer kennt es nicht? Das ist die Vintage-Version. Die erste Auflage. Die Schrift war früher anders, ihr seht es. Und ja, der Duft ist aktuell einfach ein sehr frischer Duft, allerdings auch sehr synthetisch frisch. Das habt ihr hier nicht. Früher war noch grün frisch und ohne die Synthetik, allerdings auch mit Eichenmoos drin. Ja, kommt sehr nice. Ist einfach anders gewesen, war früher besser. Den kann ich mal weglegen, weil es macht ja keinen Sinn. Es ist eben einfach ein Duft, den es nicht mehr gibt. So. Aber geil, ne? Die alte Version, wer den bekommen kann, er muss natürlich heil sein, sollte ihn auf jeden Fall holen. Aber aktuell haben wir einfach grüne Noten, extrem aquatischer und ja, sehr synthetisch. Aber immer noch ein Kultduft, 88 glaube ich erschienen und ja, extrem auf die Fresse, was diese grünen Lavendelnoten angeht und ja, ist einfach synthetisch, aber in dem Fall stört das nicht so. Es ist ein sehr geiler, frischer Duft, der eigentlich, ich sage eigentlich, immer noch funktioniert gut und vor allen Dingen das ganze Jahr funktioniert. So, dann kommen wir zu den ersten Flanker und das ist das Intense. Ja, das Intense 2019, glaube ich, erschienen, ist, ich glaube, nicht mit Abstand, aber ist der beste Flanker von Cool Water, wirklich. Es ist das Frische, aber nicht so synthetisch, ja, ein bisschen schon, aber Süße mit Kokoswasser aufbereitet, geil, ist geil geworden. Dazu kommt dann Mandarine und Amber, also das war's, Kokoswasser, Amber, Mandarine, sehr nice, geiler Duft, der vor allen Dingen bis zu 10 Stunden hält und dazu die Frische, die er trotzdem hat, nicht wegnimmt und einbüßt. Gerade jetzt auch gut zu benutzen, obwohl er süß ist und das Intense, ja, sehr nice. Flakon ist ähnlich gehalten, steht nur Intense darunter. Sehr geiler Duft. So, als nächstes haben wir dann Wave. Ja, yes, Wave. Ihr merkt schon, ich mache den Duft. Ja, ich finde ihn wirklich gelungen. Er hält nicht lange, aber für mich der beste frische Duft aus der Reihe. Der ist geil. Ja, der hat irgendwas, was richtig Geiles. Und deswegen habe ich ihn nochmal, ob ich das aufbrauche, weiß kein Mensch, wahrscheinlich nicht. Aber Wave ist schon ein geiler Duft. Grapefruit, Wacholder ist auch am Start. Das mit dem Wacholder, ich denke mal, bei diesem Duft, ihr nehmt das nicht so ganz extrem wahr. Aber ihr habt, also die Grapefruit merkt man, das ist geil. Und dann richtig auf die Fresse hier wieder diese frische, leicht süße Frische, wie ein Hauch Wind. Die Mandarine wenn man die Mandarine irgendwo da aufmacht und der Wind kommt, das ist schon geil. Dazu ein bisschen aquatisch, grün, fruchtig. Also der Wave gefällt mir wirklich gut. So, als nächstes haben wir dann den Aquaman. So, und da gibt es mehrere Versionen. Fragt mich nicht, welche aktuell. Das sind immer dieselben. Da gibt es so eine, ich glaube, oder heißen die anders? Ach, weiß nicht. Auf jeden Fall, dieser Duft ist einfach nur frisch. Einfach nur kühl, frisch, holzig dazu. Sehr geil. Muss man eigentlich auch haben. Ja, es ist natürlich, wenn man so viel Flanker hat, welchen soll man benutzen und so weiter. Aquaman. Also das ist wirklich, ich wollte schon sagen, richtig kaltes, kühles Wasser. Im Endeffekt riecht es auch ein bisschen wie Scheibenwasser beim Auto. Und ja, der ist richtig auf die Fresse. Richtig frisch. Also es geht nicht kühler frisch. Punkt. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht wissen. Ihr könnt natürlich auch gerne wissen, dass da Pfeffer und Mandarine wieder drin ist, ne? Aber sonst müsst ihr eigentlich wissen. Und Holz. Aber
Sehr geiler, frischer Duft. Ja, als nächstes haben wir den Weborn. Ja, und der Weborn war, glaube ich, ich habe die lange nicht benutzt, überhaupt Cool Water. Der Weborn war ja, wo ich gesagt habe, das ist die Vintage-Version, nur in moderner Art und Form. Ja, WTW ist hier auch drin. Es ist ein geiler, ja, er geht mir in das Grüne nämlich. Das tut das Original aktuell ja nicht. Und hier der Weborn, deswegen auch der Weborn. Ich finde ihn wirklich gut. Rosmarin ist auch noch drin. Aber ja, wenn ihr wirklich einen guten Flanker neben den Intense haben wollt, wenn ihr keinen Bock habt auf das Original mehr, dann sollte der Weborn auf jeden Fall testen. So, dann haben wir das Parfüm. Nee, dann meinte ich was anderes, was da jetzt wieder rausgekommen ist. Keine Ahnung. Und hier ist das Parfüm. Da habt ihr ihr habt ja im Endeffekt diesen Touch, diesen Cool Water Touch. Obwohl, auch nicht weg. Hier kommt Zitrone jetzt dazu. Den hatten wir ja bei den anderen jetzt nicht. Leicht süßlich, Zitrone, erfrischend eben. Also Cool Water ist grundsätzlich immer frisch, auch bei den Intense. Mehr müsst ihr eigentlich, das Rad wurde nicht neu erfunden, aber jeder riecht doch ein bisschen anders. Und deswegen finde ich es geil. Und ihr könnt im Endeffekt die ganze Woche dadurch jedes Mal einen anderen Cool Water tragen. So, und ihr könnt das so meinetwegen auf die Klamotten, wenn ihr zum Beispiel ein Polohemd 2 Tage, im Endeffekt, das harmoniert alles zusammen. Und das Parfüm ist auch gut geworden. Ich kann euch nicht sagen, also der Intense ist natürlich wirklich mit an Geizen geworden und der Weborn. Aber ich finde eben auch das Parfüm gut. So, hier kommt WD-40 und Sandelholz noch dazu. Parfüm, wirklich gut geworden. So, und zu guter Letzt, ich habe keinen vergessen, nein, kommt eben das Cool Water Grapefruit and Sage, oder wie das heißt. Ja, und das ist Grapefruit, es sagt ja schon der Name. Und auch hier wieder gut geworden. Leichte, cremige, richtig geile, cremige Grapefruit. Nicht die typische Grapefruit, die so richtig cremig ein bisschen. Oh, lecker. Der ist richtig gut. Das macht wahrscheinlich auch das Muscatella Salbei. Das kommt noch dazu. Salbei, Grapefruit, geil. Und dann frische, wow, richtig nice. So, und zu guter Letzt, ich meinte, dass Weborn Eau de Parfüm ist rausgekommen. Das ist natürlich die Frage, kenne ich nicht. Das ist auch der einzige Flanker, der mir fehlt. Ob ich den jetzt haben muss, ich muss noch mal ein bisschen drüber lesen. Ich fand ja den Weborn, habe ich ja gerade eingangs erzählt, sehr nice. Ob man da jetzt, ist der Weborn ein Eau de Toilette? Gehe ich denn stark davon aus, oder? Ist der Weborn ein Eau de Toilette? Ja, ein Eau de Toilette, okay, ja, aber gut. Das ist jetzt wieder die Frage, ob man jetzt da das Eau de Parfüm braucht. Riecht es denn ähnlich? Ich muss mal ein bisschen lesen. Zur Not, es ist ein bisschen warm heute wieder in Hamburg. Schreibt mal gern unter, ob ihr den neuen Weborn Eau de Parfüm kennt und ob das wirklich sich lohnt, den zu holen, im Gegensatz zu den Eau de Toilette. So, das war's. Das war auch ein Wunsch von euch. Ich sollte mal die Flanker alle vorstellen von Cool Water. Das habe ich gemacht. Also Leute, das war's und bis zum nächsten Mal.